Es ist genau ein Jahr her, dass wir die erste Up-North-Staffel abgedreht haben. Guckt euch mal dieses Panorama an hier. Euer Feedback und das unbeschreibliche Abenteuer haben uns dazu bewegt, eine zweite Staffel an den Start zu bringen, Up North 2.0. Jetzt geht's los. die der ersten in nichts nachsteht. Jungs, ich hab so Bock. Im Gegenteil, mehr Abenteuer, mehr Natur, mehr Kampf. Es kann doch nicht sein, wirklich. Ausgesetzt in Norwegen, auf einer einsamen Insel im europäischen Nordmeer. Wir müssen auch erstmal gucken, wie wir heute Nacht pennen. 48 Stunden ohne Essen, Zelt oder Handyempfang. Mit einer Mission. Einen riesigen Heilbutt vom Ufer zu Guter Biss. Also Abenteuer unseres Lebens, Alter. It's not possible? No, because we closed the door and somebody needs to be. But our friend is there with a camera. We're shooting a big YouTube series, please. Ja, okay, thanks. Thank you, thank you, Yeah. thank you, thank you, thank you. Wir sind da. Up North 2.0. Wir haben so lange darauf gewartet. Und jetzt geht's los. Wir sind auf den Lofoten, das wissen wir. Also wir fahren jetzt mit der Fähre hin. Was da auf uns zukommt, wissen wir noch nicht, weil Flo hat sich die Challenge für uns überlegt. Ihr werdet es erfahren. Wir holen das Gepäck. Ich habe so Bock. Let's go. Let's go. Daumen drücken, dass das Gepäck kommt. Der Moment der Wahrheit. Noch ist es leer. Ich hoffe so sehr, dass unser Riesengepäck dabei ist. Vecchi, was haben wir dabei? Jeder ungefähr 70 Kilo. Insgesamt 6 Gepäckstücke plus Handgepäck. Also 8 Gepäckstücke haben wir gemeinsam. Wir wissen, dass wir nach Norwegen fliegen, auf die Lofoten fahren. Und was da passiert, ob wir vom Ufer angeln oder so, das wissen wir eben noch nicht. Und wir kriegen heute Abend ein Zettel von Flo überreicht. Und da wird sich zeigen, was wir machen. Ich bin gespannt. Ich Das bin Gute ist, gespannt. dass Flo sehr gutherzig ist und bestimmt nichts Böses mit uns vorhat. Nein, das glaube ich nicht. Denkst du nicht? Ja, manchmal ist er eine kleine Snitch. So wie du. Also ich sehe schon mal einiges an Gepäck. Das gehört auch uns. Ganz schnell. Das gehört auch uns. Wenn jetzt die Huten noch da sind, das Wichtigste ist schon da. Deinen Koffer habe ich nämlich da schon gesehen. Das gehört uns. Jetzt brauchen wir nur noch die Huten, ne? Da hinten. Oh, guckt mal hier. Es ist alles da. Oh, check. Da fällt Jetzt. uns ein Stein vom Herzen. Aber die nächste Schwierigkeit. Wir haben nämlich gerade eine E-Mail bekommen. Euer Mietwagen ist nicht da. Wir müssen euch eine Nummer kleiner geben. Und ihr habt schon gesehen, guckt mal, was hier liegt. 100 Kilo Gepäck oder 100 noch mehr? Kilo? 250 Kilo meinst du wohl? Warum? Wie viel haben wir denn? Alles zusammen 32, 32, 23, 23, 23. Stimmt. Mathe 10, war noch nie meine Stärke. 23. Bauernturm. Ab zum Mietwagenverleih. Oh, Glück gehabt. Ah, okay. Ja, gleich wird's ernst. Irgendwie ist immer noch nicht so ganz klar, welches Auto wir bekommen. Aber, Ja, doch, welches bekommen ist klar. Aber ob es da reinpasst, das ist nicht klar. aber wir bekommen jetzt diesen Lexus, oder? Ja. Boah, diesen Nexus, das ist für Vecchi natürlich nichts. Da muss ein Benz her. Be very gentle, it's a rental. I learned this. Thank you very much. Have a good one. So, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt spurten, einpacken und wirklich richtig Gas geben, weil die Fähre wartet nicht. Ja, die Leute, die uns kennen, wissen, es ist nichts Ungewöhnliches für uns. Team Chaos ist back. Wir hatten wie immer viel zu viel Tackle dabei. Wir wussten nicht, passt alles ins Auto, schaffen wir die Fähre, weil das hätte alles verzögert. Es hing eigentlich an dieser Fähre. 7 Minuten Puffer. Und hätten wir diese Fähre nicht bekommen, dann hätte diese komplette Reiseplanung nicht hingehauen. Boah, ich sehe jetzt schon, dass das scheiße ist. Hinten so ein abgeflachtes Heck. Farbe gewöhnungsbedürftig, so eine Oper, braun. Naja, das ist egal. Aber schön für die Angler, weiße Ledersitze. Das klappt nie. Da kriegen wir niemals unser ganzes Gepäck rein. Nee. Wir haben mit einem viel, viel größeren Auto geplant. Und das auch extra deshalb gebucht. Also mal schauen ist jetzt nicht, wir müssen uns beeilen, Digga, komm. Ja, müssen wir da irgendwie reinkriegen. Das Zeug wir nicht stapeln wir auf unseren Körpern dann. Okay, lass da weitermachen, lass uns beeilen. Geh mal zum Gepäck, ich fahr davor. Ja, ich warte Und dann vorne. sofort rein. Los, 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 los. Go, go, go! Ih, das Lenkrad klebt erstmal wie... Ah! Und jetzt wird's ernst. Alles, was ihr hier seht und zusätzlich noch ein Rucksack auf Flo seinen Rücken, muss da jetzt irgendwie rein. Das gut da reindrücken. Nee, ich glaube nicht. Geil. Drin!
Was haben wir uns für Gedanken gemacht? Easy. Na, warte mal. Aber ja, schaffen wir. Schaff mal. Schaffen wir. Ich hab die Hand dran. Das Zelt. Oh. Hilf mal, drück mal runter. We made it. Wir haben 10 vor 6 jetzt. Komm, bring ihn weg, bitte. Ja! Los! Schnell rein, schnell zur Fähre, schnell weg hier abholen. Alter, sitzt du da eingeklemmt. Gib mal her, ich film das mal. Das geht schon. Es geht, los geht's! Alter, was eine Action. Nimm die Cam. Ah, da kommt er schon angerannt. Content Creator, macht schon wieder eine Story. Tour 2023 startet jetzt. Jungs, ich hab so Bock. Let's go. Es hat alles so gut geklappt. Eigentlich, also wenn der Trip so gut startet, ey, wer weiß, was da jetzt noch alles passiert. Boah, ich hoffe, dass der Zeitplan die nächsten Tage nicht genauso eng getaktet ist wie heute. Das war schon alles sportlich, würde ich sagen. 7,5 Minuten Puffer haben wir jetzt noch übrig. Wir haben es pünktlich zur Fähre geschafft. Und jetzt heißt es wieder warten. Gewartet habe ich heute lange. Ich will angeln, ich will loslegen. Die Meerluft hier schon ist geil. Oder es riecht doch wirklich wie an der Küste. Wir sind auch an der Küste. Vielleicht liegt es daran. Sherlock. So Leute, ich habe mir was beim Vecchi abgeguckt. Extra für die Tour organisiert. Falls wir mit dem Kanu richtig schnell fahren, habe ich auch die passende Brille dabei. Ich habe gerade gezwinkert in die Kamera, sieht man durch die Brille gar nicht, ne? So habe ich gemacht. Oh, es geht los. Jo, es geht los. Rein, 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 rein. Oh, wir haben es geschafft, wir sind auf der Fähre. Ist dir kalt oder was? Das ist schön windig hier, ey. Der Schein hat getrübt. 3 Stunden 15 geht's jetzt ab auf die Lofoten. Ich brauche auf jeden Fall so Tabletten von dir. Ich habe Kaugummis dabei. Ja. Seagum, weil sonst kotzen wir hier. Ja, es ist sau windig. Komm, lass dich mal reinpfeifen, reingehen, was essen. Und dann 3 Stunden 15 schon mal vorschlafen, weil Flo hat eine Sache schon gesagt, es wird wenig Schlaf geben. Das Spannende bei der Anreise war eigentlich, dass wir wussten, es gibt eine Challenge, die hat Florian vorbereitet, aber wir wussten nicht, um was es geht. Ich freue mich richtig, richtig doll, endlich zu sehen, was wir machen müssen, was Flo uns für eine Aufgabe erteilt hat. Es ist ein Traum, wir sind da. Ich kann es noch nicht glauben. Sieht auch wirklich, wirklich sehr schön aus. Das Schlimme ist, als Angler denkt man ja, boah, man will ans Wasser, man will angeln. Aber nein, wir müssen jetzt noch auf morgen warten, bis wir angeln können, weil wir noch alles vorbereiten müssen, ins Camp fahren müssen, die Wohnung beziehen müssen. Am liebsten würde ich einfach alles hinschmeißen, mir die Angel nehmen und einfach losziehen und ein paar Fische fangen. Ja, ihr beiden wart ja schon mal hier auf den Lofoten. Für mich ist es das erste Mal. Sieht schon cool aus mit den ganzen roten Häusern hier und den kleinen Buchten. Ah, endlich sind wir da. Wir kommen hier an und da steht einfach Rente Vecchi. Denkst du, es gibt Leute da draußen, die dafür zahlen, dass mit mir angeln gehen dürfen? Na, natürlich. Aber egal, wir sind jetzt hier im Camp. Guckt euch das mal an. So geil, da ist Wasser. Die Hütten sind direkt am Wasser. Jetzt bin ich einfach nur gespannt, was Flo sich ausgedacht hat für eine Challenge. So Jungs, Oh, die Challenge kommt. Spitz die Ohren, Vecchi. Willkommen auf den Lofoten. In den nächsten 48 Stunden werden wir eine der über 80 Inseln auf eine Art und Weise kennenlernen, wie es wohl noch kein Angler zuvor getan hat. Okay. Unser Guide, Markus Pedersen, wird uns zu einer abgelegenen Bucht bringen, von der wir ohne Boot nicht mehr wegkommen. Okay. Ja. Folgende Regeln gelten für den gesamten 48-stündigen Aufenthalt auf der Insel. Das Mitbringen jeglicher Nahrungsmittel ist verboten. Jeglicher Nahrungsmittel, also jeglicher. Egal was. Ja. Wir müssen uns unser Essen fangen. Ja. Entweder am Wasser oder vielleicht am Ufer. Vielleicht finde ich eine Eidechse, eine Möwe oder irgendwas anderes Essbares. Oder ein paar Bären. Norwegen ist auch bekannt für die Eidechsenpopulation, glaube ich. Die Verwendung von Feuerzeugen und Streichhölzern ist untersagt. Okay, krass. Dann, wir müssen ja irgendwie... Du hast das Messer dabei. Mit dem Wettstahl. Damit hast du nämlich nicht gerechnet, mein Freund, als du uns eine Falle stellen wolltest. Ha! Wir haben nämlich einen Feuerstein und ein Messer dabei dafür, ne? Hast du das schon mal gemacht? Nö. Auch Zelte müssen zu Hause bleiben. Ey, ihr wisst alle,
Du hast einen Knall, Alter. So, für was haben wir dann extra? Wir haben ein 600-Euro-Zelt gekauft. Eins, was extra leicht ist, damit wir das mit dem Und Flieger vor nehmen allem können. hast du uns das nicht empfohlen? Klar, 600-Euro-Zelt das für kommt auch irgendwann zum Einsatz, aber nicht in den nächsten 2 Tagen, das denn. Tag 1. Fangt einen maßigen Heilbutt vom Ufer aus. Mindestens 84 cm. 84 cm wird wahrscheinlich Mindestmaß. Mindestmaß sein, ja. Krasse Challenge, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das letzte Mal ein Heilbutt gefangen vor 15 Jahren. Das war mein einziger und dafür habe ich 4 Tage geangelt. Also ich habe in 28 Jahren noch nie ein Heilbutt Ja, gefangen und ich war okay. auch schon ein paar Mal in Norwegen. Alles klar. Aus Sicherheitsgründen habe ich euch folgende Ausrüstungsstände für uns eingepackt. Satellitentelefon, das ist das, ne? Ich habe mich schon gewundert, was das ist. Und eine Rettungsboje. Wozu eine Rettungsboje? Da ist viel Strömung, wenn er ins Wasser fällt. Safety first. Krass. Firsty first. Firsty first. First cast first. Ja, krass. Ich wünsche euch viel Glück auf der Insel. Euer Flo. Danke, Flo, aber du bist dabei. Ich wünsche dir auch viel Glück auf der Insel. Das wird der Hammer, Jungs. Dein Leid ist unser Leid. Wenn wir keinen Fisch fangen, kriegst du auch nichts zu essen. Oder hast du denn eine Ration mit dabei? Nein. Alle Gleiche Regeln für alle? Ja. Okay, Geil. das ist schon mal gut. Mitgehangen, mitgefangen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ey, ich bin mega happy, hier zu sein und ich finde es richtig geil, diese Challenge hoffentlich zu meistern. Und vor allem, ich würde so gerne ein Heilbutt fangen vom Ufer aus. Ich auch, aber mich stören diese 2 Verbote. Ganz ehrlich, da hätte alles kommen können. Kein Zelt, kein Schlafsack, kein nix. War mir total egal, weil ich war einfach so euphorisiert von allem, von der Landschaft, von dem Erlebnis, das wir haben werden, dass wir auf Heilbutt angeln gleich. Da war mir total egal, was das für eine Challenge ist. Ich wollte einfach nur los. Das Einzige, was mich in dem Moment ein bisschen geärgert hat, ist, wir wussten ja nicht, um was es geht. Und ich habe mit Becky vorher gesprochen, ey, was nehmen wir denn eigentlich mit? Und ich habe mir schon gedacht, ey, irgendwelche großen Fische werden wir in Norwegen bestimmt fangen müssen. Und ich habe gesagt, ey, wir brauchen eine viel schwerere Route, wir brauchen eine stärkere Schnur. Becky, nein, kein Problem, brauchen wir nicht. Und dann hat der Guide gesagt, ey, das sind so starke Fische, nehmt mal extra Schnur mit, weil die ziehen die Rolle mal regelmäßig leer. Und dann war die Euphorie natürlich noch viel größer. Wenn du das hörst, dann kannst du natürlich, dann denkst du dir, ey, Wahnsinn. Ja, wir waren hyped, wir wollten raus, Absolut. wir haben uns auf den nächsten Tag gefreut und ich glaube, das sieht man auch im Video. Becky, du bist der Chefkoch bei uns. Ja, da bin ich ja prädestiniert für. Ganz wichtig, wir haben hier ein richtig feines Zeug. In weiser Voraussicht ein Filetiermesser, aber noch viel wichtiger, ein Messer von Böker, und zwar ein richtiges Outdoor-Messer zum Schneiden und vor allem Feuer machen. Das ist so ein, wie nennt man das, Feuerstahl? Feuerstahl, genau. So ein richtiges Allzweckmesser. Ist hier an der Scheide mit dran. Hier kann man Feuer mit machen. Komm, lass einmal kurz die Funken sprühen. Krass, das ist nur zerschnitten. Oh, Also, Böker, Messer, wird uns wahrscheinlich den Arsch retten. so, Dustin macht sich noch schnell eine neue Schnur drauf. Solange bereite ich hier eine Route nach der anderen vor, damit es morgen früh dann schnell losgehen kann. So, jetzt werden die ganz schweren Geschütze aufgefahren. Ich habe von Stroff das Maximales 22,5 Kilo Schnur mitgenommen, aber es ist halt auch Stroff. Sehr robuste Schnur habe ich genommen, der R7. Er ist so eher die robustere Schnur von Stroff. Damit mache ich mir jetzt eine Spule voll. Und er meinte, die Fische werden hier teilweise so groß, dass wir gerne Ersatzschnur mitnehmen sollten, weil so ein ganz dicker Seelachs, so ein Meter Seelachs, gerne auch mal die Schnur einfach leer zieht. Oh Mann, ey, ich bin so nervös, so aufgeregt und auch so müde, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe so wenig geschlafen in den letzten Tagen und wir haben echt noch richtig viel zu tun. Das ist schon 1 Uhr nachts. Naja, kriegen wir hin, nicht meckern. Ich glaube, ab morgen beginnt das Abenteuer unseres Lebens. Bis früh um 4 Uhr in die Nacht haben wir alles gepackt, vorbereitet und ich muss sagen, vor Beginn der Challenge war ich eigentlich schon komplett müde. Ich war platt, eigentlich habe ich nur noch ein Bett gebraucht. Das ist Markus, unser Guide von Nordic Sea Angling. Markus bringt uns heute auf die Insel, er fährt uns raus. Er ist Guide, aber wird nicht dabei sein. Wir sind ganz auf uns alleine gestellt. Markus,
Are you ready? I'm super ready. Are you guys ready? Yeah, I don't know. Hello. You ever fished there at the spot? You know? I fish from the boat, but never from shore. So I don't think anyone has been like on the shore and fish on that spot. So you guys are going to be the first ones from shore. Also nicht nur hier ein YouTube-Clickbait, sondern es ist tatsächlich so, wir sind die Ersten, die da vom Ufer angeln. Wenn man so einen Satz von einem Guide hört, der da über 10 Jahre lang schon angelt, dann ist man euphorisiert, weil ihr kennt alle die Clickbaits auf YouTube, hat hier jemals jemand geangelt? Und da ist man dann an einem Ort, wo es wirklich so war. Da hat noch nie jemand geangelt vom Ufer. Wir sind die Ersten, die da auf diese Insel oder zu diesem Spot fahren und unsere Köder ins Wasser werfen. Niemand hat was von einem Wasserverbot erzählt, deswegen haben wir uns schön mit Wasser eingedeckt. Wasser, das wird unser Wein der nächsten 3 Tage sein. Jetzt kann es wirklich losgehen. Becky, glaubst du schon? Ja, ich bin mega aufgeregt, aber jetzt geht die wilde Fahrt los. Wilde Fahrt los, ey. Das wird vielleicht das Abenteuer unseres Lebens. Ja, krieg mal Kinder. Markus, that's it, we can leave. This is our last luggage. So, rauf aufs Boot und los geht's. Ey, ich bin so hyped. So, Leinen los und dann geht's ab. So Leute, los geht's. Up North 2.0 startet jetzt wirklich. Das Abenteuer unseres Lebens, Alter. Let's go. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich hoffe, dass wir alles dabei haben, was wir brauchen. Es ist so rough und so wild, aber trotzdem hat es irgendwie was Heimisches, Schönes. Ich könnte ewig fahren. Guckt euch mal dieses Panorama an hier. Ein absoluter Traum. Eine geeignete Location für so eine Uferangel-Challenge zu finden, war nicht einfach. Wir brauchten tiefes Wasser in Wurfweite, das war extrem wichtig. Dann musste das Ganze noch begehbar sein, das war auch ein großes Problem. Also ich habe verschiedene Inseln gefunden, die einfach viel zu steil waren. Von daher war das Ganze nicht einfach, aber schlussendlich gab es einen Spot, an dem das Ganze möglich war. Crazy scenery. Wie geil das aussieht da vorne. Heavy current. And now you will understand what I'm talking about with the current. Ja. Just around the corner here. As you can see now, the waves meeting the current. That's why it's building up some waves. Ey, dass das so rough ist, hätte ich mir nie vorgestellt. Es ist wunderschön, aber so rough, diese Strömung und alles. Man sieht richtig, wie die Wassermassen hier aufeinander prallen. Kann man sich schon vorstellen, dass hier dicke Fische sind, ne? Ja, aber hier willst du nicht ins Wasser fallen. Nee. Da bist du weg. Wir müssen richtig vorsichtig sein. Aber die Insel, die sieht aus, als wäre hier auch Jurassic Park gedreht worden, oder? Ja, oder vielleicht Herr der Ringe. Ja. Alright guys, so here's the bay. Nice. So here you're gonna spend lots of time. This is our new home for the Your next new 2 home. days. Just outside the mountains here, it's like a drop-off, going really deep, like 40-50 meters down. Okay. So you need to throw out and try to touch the bottom. Okay. As you felt before, it's a lots of current. Yeah. So that's what you're fighting against. Okay. And hopefully soon against the Halibut as well. Hopefully. Ich sag's immer wieder, ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich gerade bin und gehypt. Das ist unglaublich. Das Wasser ist so klar. Wir können 6-7 Meter tief schauen. Ich hoffe, hier können wir einen großen Halibut fangen. Jetzt sind wir endlich hier. Guckt euch das mal an. Ey. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro sieht und erkennt, wie krass das hier eigentlich aussieht. Ah. Oh. Geil. Ja, das klappt gut mit dem Auspacken. Stell ich mich an deine Position, dann machen wir die Kette. Perfekt. Thanks. Hier, das da. Ja, und wir denken natürlich, dass wir gleich angeln gehen können, aber nein. Wir müssen auch erstmal gucken, wie wir heute Nacht pennen. Haben ja kein Zelt, nichts. Wir müssen ein bisschen sheltered sein, müssen eine gerade Fläche haben. So, das ist jetzt das Wichtigste überhaupt. Routen. Ohne Routen geht hier gar nichts.
All right, guys. The good thing that I have some paper for you guys, so you I can. already said you are well prepared. We Yeah. are lucky to have you. So with this paper, you can track the high tide and low tide. So Okay. at 12 it was high tide. Yeah. And Now it's going for low tide. The Fish. time is when the currents change. You will see it also. The water going to stops moving. That's the time, the window you got to like really try to catch the halibut. Also, this line is important. Also, we track the waves. thank you, my man. Thanks for all the information. Thanks for dropping us here. And if we have a problem, we have a special telephone to call you. Yeah. We're gonna be standby. Yes, I hope we catch a big one here. I hope so also. Marcus, thank you. All right. Take care now. Thanks for all your help. See you in 2 days. Yeah. Yes. Marcus, thank you very much. See you. Take care now. Take care, you too. Goodbye, Markus. And hopefully we don't give you a call. Es geht los, jetzt geht's wirklich los. Gibt's kein Zurück mehr. Komisches Gefühl, wenn dein Ausweg wegfährt, oder? Aber irgendwie ein geiles Gefühl, findest du nicht? Habe ich noch nie erlebt. Aber warst du schon mal, guck mal, hast du schon mal hier gestanden so und hast komme. gewusst, ey, kein anderer Mensch ist hier. Nix, gar nichts. Wir sind hier nur mit Steinen, Wasser, Algen, Fischen. Hoffentlich großen Hier Fischen. hat noch nie hat hier vom Ufer jemand geangelt. Ich kann es immer noch nicht glauben, es geht jetzt los. Also in dem Moment hatte man wirklich das Gefühl, hey, das kann das Abenteuer unseres Lebens werden. Wir werden jetzt erstmal die Insel erkunden, gucken, wo wir schlafen können. Ein Riesenvorteil, dass wir Holz gefunden haben. Also hier liegt ganz viel Holz rum. Das können wir natürlich nutzen fürs Essen Feuer nachher. später. Fürs Feuer, wenn wir es ankriegen mit dem Feuerstahl. Aber wir haben auch hier so relativ trockenes Material gesehen. Jetzt müssen wir gucken, also wir haben die Wettervorhersage gecheckt. Es soll heute Nacht trocken bleiben. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch kein Shelter. Lass uns richtig viel Gas geben, weil ich bin so angelgeil. Ich will jetzt endlich. Ich will auch angeln. Ja, windgeschützt, aber nicht gerade genug. Das Einzige, was fehlt, sind so die. Die ebenen Flächen, gell? Ja, genau. Die sieht doch ganz gut aus, oder? Das sieht recht eben aus. Was hältst du denn hiervon? Weil hier sind wir auch noch windgeschützt und hier ist auch Gras zu hoch, aber relativ eben. Und der Vorteil ist, wir haben unser ganzen Stuff da und müssen ihn nicht ewig tragen. Dann gehen wir jetzt wirklich gleich angeln. Oh, kurz was trinken. Irgendwie schon platt und müde, bevor hier was Ich bin passiert auch am ist. Ne? Ende. Hier fährt man wirklich andere Geschütze auf als bei uns, wie man sieht. Fettes Fluorocarbon, wir haben hier Stroft 1,1 mm, wurde uns empfohlen. Dann hier nur ein Törnchenwirbel und ein Splitring. Und dann haben wir hier coole BKK-Haken. Ich habe hier aber so 50 Gramm dran. Er meinte aber, ey, ihr müsst eher 100 oder noch schwerer fischen. Ja, das wird was anderes. Und die meinten schon, ey, was wollt ihr eigentlich hier mit eurem Spielzeuggerät? Wir waren da wohl ein bisschen falsch vorbereitet, aber egal, wir schaffen das schon. Erstmal müssen wir überhaupt einen Halbut ans Band kriegen. Ah, danke, Becky. Hier, das denn. Hapax Offshore, 84 Gramm. Aber das sind schon richtige Kavenzmänner, ne? Ja, also aufbiegen werden die uns nicht. So, wir haben hier ein paar Stinger vorbereitet. Die hauen wir jetzt noch an die Köder ran. Und dann dürfen wir keine Zeit mehr verlieren, ab ins Wasser. Oh, Becky, Alter, guck dir das an. Wow, Was für ein Panorama. ich bin schon ein bisschen außer Atem, das ist richtig heiß. Ich auch. Das ist vielleicht das schönste Sieht Panorama. aus, als gehst du gerade ins Fitnessstudio mit deiner Fitnesstasche oder so. Alter, es ist schon 20 vor 4. 20 vor 4. Wir haben noch nicht einen Wurf gemacht. Aber First Cast TV typisch. Komm, Becky. egal. Erstmal müssen wir sicher am Spot ankommen. Das ist harte Arbeit, Becky. Das sind, wir dürfen dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. So sieht's aus. Beziehungsweise hat hier auf jeden Fall noch nie einer einen Angelurlaub gemacht. Nee, Becky, ich glaub's kaum. Wir machen tatsächlich gleich den ersten Wurf. Oh, ich glaube, hier ist schwer zu angeln. Sieht nicht so geil aus, muss ich sagen. Nee, es ist alles deutlich steiler als gedacht. Ja, vor allem hier kommt so eine große Kante schon da hinten hoch und da kriegst du die Fische ja nicht rüber. Ich würde es trotzdem mal hier probieren, ne? Okay. Boah, ich bin so hyped. Let's go. Vorsicht, ne? Nicht tindern und hier auf so Sachen gehen. Nee, das passiert mir dieses Jahr nicht. Das Tindern oder auf so Sachen gehen? Auf so Sachen gehen. Tindern könnte passieren. So, das denn bereit? Yes, erster Wurf. Attacke. First Cast TV, also der Wurf war nicht sehr weit. Ich hänge schon. Scheiße. Echt? Ja, Ist das so flach? ja. Super. Also da lang brauchst du nicht werfen. Ich komm zu dir. Fisch? Nee, Hänger. Ja, das ist dieses Kraut, ne? Ja. Fuck. Ah, Mist, ey. Man merkt schon, man kommt einfach nicht weit genug raus. Jeder Wurf direkt einen Hänger, eine Kurbelumdrehung und man hängt. Oh, das ist natürlich extrem, extrem ärgerlich. Also
wirklich dieser Aufwand, diese Anreise und es gestaltet sich gerade so, als ob wir hier nicht angeln könnten. Ah, das bringt gar nichts, ich hänge schon wieder. Nur dieser blöde Tang. Hier hat noch nie jemand vom Ufer geangelt. Und in dem Moment ist mir klar geworden, warum. Also, jetzt habe ich was anderes gehakt. Richtiger Hänger? Ja. Scheiße. Boah, mein FG hält aber auf jeden Fall. Nicht nur, dass unsere Challenge hier auf der Strecke bleibt, wenn wir nicht richtig angeln können. Wir haben auch nichts zu essen dabei. Denn eigentlich haben wir geplant, dass wir hier ein paar Fische fangen. Aber dass das jetzt alles hier so schwierig wird, haben wir uns nicht gedacht. Mann, ey. Alles ganz schön ernüchternd gerade. Jetzt hänge ich richtig, super, ich freue mich. Anders abreißen keine Möglichkeit, gell? So einen Köder abzureißen mit der Schnur, Strofft, oh, damit kannst du ein Auto abschleppen. Strofft Airline, R7. Krass, wie die nachgibt. Also Alter. das ist aber das Vorfach, oder? Weiß nicht. Zeigt. Nein. Oh, ey, ich muss hier erstmal hinsetzen, Alter. Ah, fuck mich das ab. Fuck. Vor allem das Krasse ist, ich meine, ich hatte ein paar Würfe, aber da kam jetzt auch nichts. Vielleicht ist es schlechte Zeit und so, aber also ich meine, wenn wir so weitermachen, fangen wir keinen einzigen Fisch. Dann haben wir die ganzen, also alles war für einen Arschstand. Ich habe da wirklich dann angefangen zu zweifeln, machen wir das Richtige? Und als wir dann zum nächsten Spot gegangen sind, habe ich wirklich dafür gebetet, dass es besser wird. Weil wenn das so weitergegangen wäre, ein Köder nach dem anderen abgerissen, dann hätten wir die Aktion nach 1-2 Stunden hier abbrechen können. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt, der Druck steigt vor allem. Ey. Becky, ist das nicht saurutschig? Noch geht's. So, ab jetzt wird's rutschig. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als eben. Aber ob wir da wirklich viel weiter ins Wasser kommen oder tiefer kommen, ist halt auch, ja, sei dahingestellt. Ja, wir sehen das denn. Hol einen raus, Dicker. Fang was. Da draußen hat es sich gerade richtig nach Strömung angefühlt. Meine Wurfbahn war eigentlich ganz gut. Ich meine, klar, wenn du in diesem Zeug hier drin bist, was hier gerade liegt, Ja, auch wenn es ein bisschen nachgibt, das Zeug ist so zäh. Und so eine Masse auch davon. das ist echt ein Problem hier, glaube ich, gerade für uns. Deswegen angeln die hier nicht so nah am Ufer, weil vom Boot hast du es halt nicht und wir werfen direkt da rein. Meine große Hoffnung ist ja auch, dass es daran liegt, dass wir gar keine Strömung gerade haben und dass das Tang oder der Tang hier dadurch so hoch stehen kann. Und wenn wir Strömung haben, der ein bisschen runtergedrückt wird. Oh, Fisch! Oh, verloren. Nee, das ist kein Fisch. Ich habe halt so schnell eingekurbelt und bin trotzdem im Kraut hängen geblieben. Das muss ja dann bis unter die Oberfläche kommen. Ja, das war bei mir jetzt auch gerade ganz komisch. Doch, ich habe einen Fisch, oder? Nee. Doch. Doch. Das denn? Der erste Fisch der Tour. Ein kleiner Seelachs. Vielleicht hatte ich dann auch einen drauf gerade. Geil. Noch nicht die Wunschgröße, aber wir haben unseren ersten Fisch gefangen. High five. Warte, hier. Der Kleine darf natürlich gleich wieder zurück. Muss ich nur aufpassen, ohne dass ich hier reinfall. Ja, geil. Du weißt schon, dass das unser einziges Abendessen hätte sein Oh können. nein! Eventuell. Aber die haben bestimmt auch ein Schonmaß. Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir Vielleicht gleich mal fangen wir checken. noch einen. Fisch. Nee, Fuck, schade. Strömung irgendwo reingedrückt. Kann doch nicht sein. Nicht so schlimm, die ganze Schnur noch da. Schnell einen neuen FG machen gleich. Neues Strofft-Vorfach vor. Gut ist. Auf der einen Seite ein Hoffnungsschimmer, der kleine Fisch, aber so richtig angekommen fühle ich mich trotzdem noch nicht. Naja. So, gerade abgerissen. Deswegen mache ich schnell einen neuen FG-Knoten. Und zwar hat uns der Guide gesagt, es ist extrem wichtig, hier gutes Vorfach zu machen. Und ich nehme hier wirklich auch zum Hechtangeln Strofft Fluorocarbon 2.
für mich, für diese Angelei das beste Fluorocarbon, das es gibt. Abriebfest, es ist nicht so glatt wie die anderen, das mag ich sehr. Ich habe das Gefühl, vielleicht stimmt es nicht, aber das ist so mein Gefühl, dass dadurch der Knoten, der FG-Knot besser hält. Das heißt, ich mache einen FG schnell und bin dann in einer guten Zeit wieder einsatzfähig. Hier sieht es viel vielversprechender aus, finde ich zumindest. Nächster Versuch. Petri Heil, mein Lieber. Wünsche ich dir auch. Ich habe immer ein bisschen Angst, den Knoten mitzuwerfen. Ja, das knallt auch immer ordentlich. Gerade noch gesagt, ey. Also 80 Gramm reichen hier aber nicht aus, das meine ich halt. Jetzt hängst du halt in der Kante. So, Farbwechsel. Alles ausprobieren, Mr. Heilbutt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen damit habt. Ob es wirklich so ist, wenn es ein guter Spot hier ist oder wäre, ja, dann müssten noch hier auch Fische stehen und beißen, auch wenn die Strömung oder die Tide gerade nicht optimal ist, oder? Wacky hatte zumindest schon mal einen, also den Biss hat er zwar nicht gespürt, aber er hatte zumindest einen Fisch drauf. Hast du schon mal eine Berggazelle gesehen wie mich? Wir mussten einen neuen Spot suchen und wir mussten weiterziehen. Aber das war alles nicht so einfach. Wir mussten teilweise klettern, wir mussten an Steilwänden entlang uns hangeln. Noch bitte vorsichtig. Schon verrückt, was wir hier gerade machen. Ja, Eigentlich auch. Und zwar ohne einen Fisch zu fangen. Ja. Ich sehe uns schon hungern. Ich sehe uns wirklich schon richtig hungern. Ja, wir hängen hier richtig in der Steilwand drin. Ist ein bisschen gefährlich. Und hoffentlich werden diese riskanten Manöver hier jetzt auch gleich mit einem Fisch belohnt. Fahren nach Norwegen, haben sie gesagt. Ja, man wird dann auch irgendwie leichtsinnig, ne? Weil das hängt halt alles von den Fischen ab. Und wir wollten halt einen Spot finden, wo wir tiefes Wasser erreichen, ohne zu hängen und Fische fangen. Und da macht man Sachen, die man normalerweise vielleicht nicht machen würde. Hier wird es dann glatt, ne? Muss man vorsichtig sein. Wo keine Nocken sind, super glatt. Das Wasser kommt hier immer höher. Die Strömung wird stärker. Und hoffentlich somit auch der Hunger der Fische. Meiner wird auf jeden Fall so langsam ein bisschen stärker. Guckt euch diese Spots an. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum hier kein Fisch beißt. Man verliert auch irgendwie das Vertrauen. Wie angelt man, jiggt man, leiert man ein, schnell, langsam. Man probiert. Ja. Guter Biss, aber kein großer Fisch, glaube ich. Ich sehe es. Was ist es? Ein kleiner. Was ist das? Das ist ein Lump? Was ist das? Ein Lump. Ein Lump. Du Lump, du. Jawohl. Mein erster Biss und mein erster Fisch. Oh. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, schöner Fisch. Aber es ist mein erster Fisch. Ich glaube gar nicht, wie happy ich bin. Ein Lump. Genau der Fisch, den man fangen will, wenn man 30 Stunden anreist. Ich habe mal gehört, dass der gehassteste Fisch Norwegens, weil er voller Parasiten ist. Jungs, ich gebe heute Abend ein Wasser aus. Lump-PB. Da ist er wieder! Das ist ein Stein. Ist mir völlig egal, was ihr sagt. Ich halte bis heute daran fest. Ich habe einen Wal gesehen. Becky hat auf jeden Fall gerade einen schönen Wal gesehen. Man muss sich die Highlights halt selbst schaffen, auch wenn sie nur in dem eigenen Kopf sind. Egal. Das hat einen dann schon irgendwie wieder in einen besseren Mut gebracht. Also. Ich halte dran fest. Danke dafür. Egal, was du sagst. Ja, das war ein Blauwal. Irgendwas Großes. Ja. Dunkles. Ja, das hast du wahrscheinlich wieder auf Tinder gesehen. Was Großes, Dunkles. Dieser Seetang ist echt ganz übel, ey. Mit dem Haken gewinne ich keinen Krieg. So langsam nimmt hier, glaube ich, auch die Strömung zu. Wir sehen vor uns Verwirbelungen von der Strömung. So 175 Gramm, weil jetzt ist richtig Druck hier drauf. Ich persönlich würde jetzt den Spot wechseln. Haben wir jetzt schon eine Weile hier geangelt. Ich bin jetzt mal eine Spitze weitergegangen. Die Wellen werden immer extremer. So langsam
geht die Sonne auch unter, beziehungsweise steht sie nicht mehr so hoch. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Zeit rennt. Wir müssen auch irgendwann schlafen gehen. Aber wir geben noch nicht auf. Struggle is real, ey. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir keinen Fisch, also keinen zählbaren Fisch gefangen haben. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Wir angeln jetzt seit 7 oder 8 Stunden und konnten noch nicht eine einzige Erkenntnis sammeln. So langsam ist mir dann auch irgendwann bewusst geworden, die Zeit läuft uns davon. Wir rennen hier seit Stunden über die Felsen und wir haben immer noch nichts Anständiges gefangen, wir haben nichts gegessen. Und ich wusste überhaupt nicht, wie wir die Folge hier irgendwie zum Abschluss bekommen sollen. Kurz vor 1. Ihr wisst gar nicht, ihr könnt euch, glaube ich, nicht vorstellen, wie man sich jetzt fühlt, ey. So viel Planung in die ganze Sache gesteckt. So viel Strapazen auf sich genommen. Hierher geflogen, 15 Stunden Anreise, für auch wirklich viel Geld investiert. Und dann kommt man hierher und die Fische spielen einfach nicht mit. Das ist einfach so krass. Das ist halt die Sache, die man nicht beeinflussen kann. Und dann bekommt man hier auch noch Hänger. Aber ganz ehrlich, ich bin am Ende meiner Kräfte und auch motivationstechnisch. Und normalerweise bin ich immer motiviert. Aber jetzt, ich könnte mich echt einfach nur hinlegen und den Tag vergessen. Ist das krass, Alter. Oh, ist das krass. Ich beobachte den Langen noch ein bisschen beim Angeln. Und dann geht's hoffentlich so langsam in den Schlafsack. Ich wollte gerade fast sagen, haben wir uns verdient, aber haben wir uns eigentlich leider nicht verdient. Oh, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt echt Feierabend machen so langsam. Dustin, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich frage mich nur, ob wir es uns leisten können, keinen Bock mehr zu haben und keine Folge auf die Kette zu kriegen. Ja, das ist natürlich einzige- auch richtig. Das Meinst du? Problem ist, dass ich überhaupt nicht mehr den Hoffnungsschimmer habe, dass wir jetzt hier irgendwas Ich auch kriegen. nicht, aber das ist schon echt eine Weile nicht mehr. Irgendwann kommen einem dann auch ganz andere Gedanken. Das ganze Projekt kostet natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Da hängt ganz viel dran. Man hat der Community YouTube-Videos ab North 2.0 versprochen. Also der Druck, der sich da aufbaut, ist enorm. Das macht wirklich was in einem. Man angelt dann auch anders. Man ist so unter Druck, weil man einfach dem selbst gesteckten Ziel gerecht werden will. Ne? Wie gesagt, Community, das Erlebnis für einen selbst, das drohte alles zu scheitern. Deswegen war das wirklich ein harter Moment. Es kann doch nicht sein, wirklich, ey, wie kann das denn sein, dass wir kein fangen, Jungs? Wie kann das sein? Jetzt mal ohne Spaß. Das glaubst du, du fährst hier hin. Der beste Spot der Welt. Selbst am besten Spot der Welt bleibt man Schneider. Was würde ich jetzt für ein Zelt geben? Und eine warme Suppe. Oder Super, wäre krass. nicht mal eine Suppe, so ein geiles Rinderfilet, Medium gebraten. Oh, mir wird eine Suppe ausreichen. Es wird Zeit für eine Blende. Das wird Zeit für Blende. Nehmt es uns nicht übel, aber wir machen jetzt hier eine ganz schnelle Nummer draus. Isomatte aufs Gras geschmissen. Ich habe hier so eine Luxus-Isomatte mir extra geholt. Dann Schlafsack auf und pennen, Becky, oder? Ja, ich bin durch. Ich will einfach nur noch schlafen. Ich auch. Oh, Oh, ich glaube, so unzufrieden habe ich schon lange meine Isomatte nicht mehr aufgebaut. ich glaube, man muss hier aufmachen, ja. Open Fast Self-Inflatation. Oh ja, das passiert aber auch. Guck mal, wird dicker hier an den Seiten. Aber Fast ist auf jeden Fall ein dehnbarer Begriff, muss ich sagen. Luxus-Isomatte hin oder her. Fast Inflatation. Ich habe irgendwann dann festgestellt, als ich die Anleitung ein bisschen besser gelesen habe,
24 Stunden vorher muss man die aufbauen, damit die sich einmal vollsaugt und man drauf schlafen kann. Das hat mir im Laden auch keiner gesagt, nehme ich den immer noch ein bisschen übel. Aber das war wieder ein richtiger Team-Chaos-Moment und nach dem ganzen Hassel, den wir schon hatten, war das nochmal der nächste Downer. Egal, das ging irgendwann, aber so richtig bequem war die Nacht auf jeden Fall nicht. Ihr werdet uns morgen bestimmt absolut klamm und frierend hier draußen in der Wildnis aufwachen sehen. Naja, wir hoffen, dass der Tag morgen besser wird. Blende, bis später, ciao. Hoffnung! Was war das denn? Was denn? So am Ende, ich kann einfach nicht mehr. Soll ich das wirklich machen? Ach du Scheiße! Was ist das, Alter? Das ist der größte Seelachs, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Weiter.